In meinem Kanal Memories of Johnny erzähle ich Stories aus dem Leben von und über Johnny Cash. In der heutigen Folge geht es mit Johnny Cash rund um die Welt. Als es seine Karriere 1955 anfing, reichten Plattenverkäufe und Radio alleine nicht aus, um bekannter zu werden. Schon früh tourte er quer durch ganz Amerika. Später kamen noch viele weitere Länder und Kontinente hinzu. Dazu gebe ich in dieser Folge einen Überblick mit mehr Details. Ich freue mich, wenn du interessiert bist und dran bleibst. Am Schluss der Story präsentiere ich den Song I've Been Everywhere. Ich war schon überall. Den hat Cash erstmals für das zweite American Recordings Album Unchained 1996 aufgenommen. Damit herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Vielleicht hattest du mal das Glück, Johnny Cash live in einem Konzert zu sehen. Vielleicht sogar mehrmals. Ich selbst durfte es einmal erleben. Das war 1995 in Hannover. Ich habe erst später erfahren, dass bis zu diesem Zeitpunkt Cash bereits etliche Male in Deutschland vorher aufgetreten war. Leider ist das immer irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber so bleibt die Erinnerung an ein einmaliges Erlebnis. Und so muss es auch im Laufe der Jahrzehnte viele Millionen Menschen gegeben haben, denen es ebenso erging. Denn Johnny Cash war in seiner fast 50-jährigen Karriere etwa 42 Jahre davon auf Tour. Ab Oktober 1997 konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr öffentlich auftreten. Und bis zu seinem Tod im September 2003 waren es dann auch nur noch sehr wenige vereinzelte Gastauftritte. In seinen besten Jahren soll er bis zu 300 Konzerte pro Jahr gegeben haben. Um diese Belastung auszuhalten, nahm er 1957 das erste Mal Amphetamine ein. Er wurde schnell abhängig und süchtig und schaffte es erst 10 Jahre später, 1967, mit Hilfe seines Glaubens und seiner späteren Frau June Carter davon loszukommen. Aber zurück zum Thema, mit Cash rund um die Welt. Wie fing es an? Nun, vor 71 Jahren, im Mai 1955, entstanden die Aufnahmen für Cashs erste Single. Cry, Cry, Cry und Hey Porter waren die Titel. Diese Single wurde am 21. Juni 1955 veröffentlicht und schlug wie ein kleiner Tornado in der Musikwelt ein. Um die Bekanntheit zu erhöhen und die Verkäufe anzukurbeln, waren von Anfang an Reisen und kleine Auftritte auswärts erforderlich. Anfangs war Cash mit den Musikern Marshall Grant und Luther Perkins, den Tennessee Two, und ihren Instrumenten in einem Auto unterwegs. Man könnte sagen, sie waren zusammengepfercht, weil dieses Auto aus heutiger Sicht wohl auch eher ein Kleinwagen war. Die Auftritte auswärts waren oft auch nur sehr kurz anfangs, manchmal nur ein Song, manchmal 2 bis maximal 4. Kleine TV-Auftritte in regionalen Sendungen, Louisiana Hayride und Town Hall Party, kamen dann auch hinzu. Die Town Hall Partys waren zu der Zeit sehr bekannt und beliebt. Ich zeige hier mal ein DVD-Cover, das ich mir mal zugelegt habe. Die DVD sind Aufnahmen aus den Jahren 1958 und 59 enthalten. Sehenswert spannend. Viele Country-Sängerinnen und Country-Sänger wurden durch diese Sendungen überregional bekannt und so erging es auch Cash. Auch die Auftritte in der Grand Ole Opry, dem Ryman Auditorium, gehörten von Beginn an dazu. Darüber hinaus gab es Konzertreisen, bei denen immer mehrere Künstler gemeinsam auf Tour waren. So lernte Cash beispielsweise schon früh Sonny James, Ernest Tubb, Wanda Jackson, Carl Perkins und Jerry Lee Lewis kennen, nicht zuletzt auch Patsy Cline und Waylon Jennings. Seine Bekanntheit wuchs natürlich nicht nur durch die Konzerte, sondern vor allem durch seine Songs. Zum Beispiel hat er auf einer dieser Konzertreisen sein Meisterwerk I Walk the Line 1956 hinter der Bühne komponiert. Sein allererster Scheck, den er von der ersten Single erhalten hatte, betrug sage und schreibe $6,42. Kurze Zeit später konnte er seine erste goldene Schallplatte in Empfang nehmen.
Ab 1957 führten ihn einige seiner Touren erstmals nach Kanada, wo er fortan auch regelmäßig jedes Jahr mehrmals aufgetreten ist. Im April 1959 stand erstmals Australien auf dem Programm, im Juli Neuseeland und im September Frankfurt am Main sowie London in England. Ein Jahr später, im Dezember 1960, waren es alleine 20 Konzerte nur in Deutschland und teilweise sogar 2 bis 3 Konzerte an einem Tag in diesem Zeitraum. Die allermeisten Reisen und Konzerte fanden nach wie vor in den USA statt und bis Mitte der 60er gab es noch Touren nach England und Kanada. Bei einer dieser Konzertauftritte lernte er im Juli 1964 auch Bob Dylan persönlich kennen. In den Jahren 66, 67 wurden es etwas weniger Auftritte. Ich vermute im Zusammenhang mit seiner Drogensucht, die ja in diesen Jahren auf dem Höhepunkt war. Trotzdem schaffte er es immer noch, gemessen an seinem körperlichen Zustand und trotz des Selbstmordversuchs im Herbst 1967, schaffte er immer noch vergleichsweise viele Konzerte und Auftritte. 1968 ging es aufwärts, er war clean, das Konzert im Folsom Prison Gefängnis fand statt und Ende Februar machte er im kanadischen London öffentlich auf der Bühne einen Heiratsantrag an June Carter. Am 1. März 1968 war es dann soweit. Eine klassische Hochzeitsreise fand aber, soweit ich weiß, eher nicht statt. Dafür gingen sie gemeinsam weiter auf Touren. Unter anderem war eine längere Reise durch England angesagt. Und im Dezember 68 das erste Mal auch Israel. 1968 war leider auch das Jahr, in dem Johnnys Gitarrist Mr. Boom Chicka Boom Luther Perkins durch einen Unfall ums Leben gekommen ist. Kurze Zeit später stellte Cash Bob Wooten ein, der dann auch bis zu Cashs Bühnenende bei ihm blieb. In den 60ern verwandelten sich seine Konzerte auch immer weiter Richtung Johnny Cash Show. Wie ich bereits in diesem Video mit seinen Musikern erzählt habe, kam 1960 W.S. Holland als Drummer und Carl Perkins als zusätzlicher Gitarrist hinzu. Ab 61 June Carter mit ihrer Familie, der Carter Family, und ab 63, 64 die Statler Brothers. So eroberte Cash mit seiner Show zusätzlich Länder wie, ich muss jetzt mal ablesen, das ist eine längere Liste, Vietnam, Dänemark, Schweden, Norwegen, Jamaika, Österreich, Schweiz, Irland, Frankreich, Finnland, Belgien, Kuba und nicht zuletzt Spanien. Die bisherigen Länder und Kontinente Australien, Neuseeland, England und Deutschland gehörten weiter zum Tourprogramm, wurden regelmäßig besucht und selbstverständlich auch USA und Kanada. Speziell erwähnen möchte ich noch die Johnny Cash Show, die im Fernsehen lief, nämlich von Sommer 69 bis März 71. Die wurde wöchentlich ausgestrahlt. Die Dreharbeiten waren sehr aufwendig und so blieb weniger Zeit für Touren durchs Land. Speziell erwähnen möchte ich auch noch Cashs Auftritt beim 30. Bühnenjubiläum für Bob Dylan. Das war 1992. Da saß unter anderem Rick Rubin im Publikum, der durch Cashs Auftritt die Idee hatte, ihn für American Recordings, für sein Label American Recordings zu gewinnen. Wie ich schon erwähnt habe, musste Cash aus gesundheitlichen Gründen im Oktober 97 seine Bühnenkarriere beenden. Trotzdem schaffte er in diesem Jahr noch mehr als 70 Konzerte, unter anderem erneut in Deutschland, Skandinavien, Frankreich, Österreich und England. Sein letztes Konzert fand in Flint im Bundesstaat Michigan statt. Ich glaube, dass er aber auch nur so lange mit all seinen gesundheitlichen Problemen, Rückschlägen und Schmerzen durchhalten konnte, weil er sich für seine Musiker und Tourbegleiter verantwortlich fühlte. Er hatte eine einmalige Art der Fürsorge und wusste, dass über all die vielen Jahre etwa ständig 40 bis 50 Menschen, die er beschäftigte, von ihm abhängig waren. Mir geht es in meinen Videos ja auch immer um die Frage,
wer war Johnny Cash als Mann, als Mensch, als Künstler? Und diese fürsorgliche Eigenschaft ist auch ein Teil der Antwort darauf. So, das war ein kurzer Ausflug mit Cash rund um die Welt. Man kann also sprichwörtlich sagen, dass er wirklich schon überall war. Und deswegen finde ich den jetzigen Song umso passender. I've been everywhere. Und so klingt er in meiner Version. I've been toting my pack along the dusty Winnemucca Road when along came a semi with a high and canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. So I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, bud, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man, I've breathed the mountain air, man. Of travel I've had my share, man, I've been everywhere. Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvatore, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla, Waterford. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I've breathed the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texarkana, Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Hennessy, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, for Pete's sake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. Louisville, Nashville, Knoxville, Lumberville, Sheffield, Jacksonville, Waterville, Costa Rica, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Candy Lake, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jellicoe, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, see what I mean, sir? I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I've breathed the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. Pittsburgh, Parkersburg, Ravensburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Atmore, Haverstraw, Chattanooga, Chaska, Nebraska, Alaska, Opelika, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, City, Dodge City, Waterpity. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Das ist für mich ein kleines Jubiläum. In meinem 60. Video widme ich mich dem Thema mit Cashs Auszeichnungen und Ehrungen und seinen Trophäen. Den Song dazu muss ich mir allerdings noch überlegen. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.